Wir sitzen heute hier mit Martin, bekannt als DJ und Produzent Matchy. Und wir dürfen ihm ein paar Fragen stellen. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast schon mal. Erste Frage, warum eigentlich Matchy? Matchy ist ehrlich gesagt so entstanden, dass damals ja noch als Duo Matchy und Bot war das so, dass wir erstmal, wir haben darüber nachgedacht, so, wie könnten wir uns nennen, und Bot war so, ja, okay, klang ganz cool, also es ist sein Nachname und ich heiße an sich Play mit Nachnamen oder Play, wie man es auch mal aussprechen will, mit Y, und das fanden wir klang auch ein bisschen irgendwie komisch, Play und Bot oder wie auch immer. Und es war so wirklich, dass der Name von Martin kommt und meine Schwester mich früher immer an sich Matschi genannt hat. Ja, so ist dann der Name entstanden. Sehr cool. Vom Spitznamen quasi. Du hast gerade angesprochen, du warst in einem Duo unterwegs, Matchy und Bot. Ich weiß noch, ich habe mehrere Interviews mit Facebook gemacht, zum Beispiel, und die haben damals auch geschrieben, 2 DJs, ein Gedanke, und jetzt bist du solo unterwegs, seit wie vielen Monaten? Ja, an sich so seit Anfang des Jahres, würde ich jetzt sagen. Okay. Und wie geht's dir damit? Bist du glücklich, zufrieden? Also ich muss sagen, ich kann mich nicht beschweren, ich bin sehr zufrieden. Ich muss sagen, dass es für mich zurzeit eigentlich sogar besser läuft. Ich habe jetzt schon super viel rausgebracht. Also das ist auch jetzt wirklich erst so gewesen in den letzten Monaten, dass ich mich nur noch auf die Musik konzentriert habe. Ich habe davor noch normal gearbeitet und mache jetzt wirklich halt ausschließlich Produktion und leg auf. Und ich habe es zum Beispiel in der kurzen Zeit geschafft, zum Beispiel in Afro-House oder auch in Melodic House und Techno, wirklich nur in der kurzen Zeit so bei Beatport in die Top 100 Artists zu kommen, was für mich schon, ja, was Tolles war, also so viel in kurzer Zeit irgendwie erreichen zu können. Nice. Wie würdest du es beschreiben als jemand, der jetzt die Erfahrung hat in einem Duo und Solo? Was sind die Vor- und Nachteile? Natürlich im Duo, es ist super schön, man reist zusammen, man ist meistens mit, ja, wirklich seinem Kumpel, sage ich jetzt mal, unterwegs. Und man hat eine coole Zeit zusammen. Ich meine, man geht ja meistens auch nur mit Veranstaltern essen. Und dann ist es immer so, dass es halt ein bisschen familiärer ist. Und beim Set, wenn man jetzt auflegt, muss man halt immer sagen, okay, klar, man muss gut aufeinander abgestimmt sein, weil es kann auch schwierig sein, wenn man irgendwie versucht, in eine andere Richtung das Set zu leiten. Zum Beispiel, da hast du natürlich, wenn du selbst alleine das machst, das viel mehr in der Hand zu bestimmen, was möchte ich jetzt irgendwie auflegen, wie baue ich mein Set auf, weil wenn du jeden Track halt selbst abstimmen, genau, dann kannst du deine eigene Story irgendwie erzählen, und manchmal kann es dann doch schon im Duo oder so dazu kommen, dass man so ein bisschen gegeneinander anspielt, und dann geht ein Set auf einmal in eine ganz andere Richtung, und ja, da ist es alleine, hat man es dann halt doch irgendwie ein bisschen mehr an der Hand. Das ist jetzt eine schwierige Frage. Versuch mal deinen Musikstil mit einem Wort zu beschreiben. Emotional. Denn ja, ich sag ja ganz gern so, meine Musik ist sehr vielseitig, weil ich immer von der Produktion her auch variiere und gerne in unterschiedlichen Genres irgendwie natürlich immer, ich sag jetzt mal als Überbegriff Techno, irgendwie unterwegs bin, aber zum Beispiel jetzt auch alles von Afro House bis Melodic Techno, und ich finde, der rote Faden, der sich so durchzieht, ist einfach dieses Melodische, und dass ich immer versuche, also es hat mir auch schon mal irgendwie ein Kumpel zum Beispiel von mir hat gemeint, er merkt bei mir total, also wir haben uns auch über die Musik kennengelernt, dass er meint, er hört bei Tracks, was ich selbst gar nicht so, also ich nehme es nicht bewusst wahr, aber er meint, man merkt in den Tracks immer, dass sich mir irgendwie was dabei gedacht hat oder dass es irgendwelche Gefühle ausdrückt. Ja, deswegen emotional. Sehr interessant. Beende mal den Satz. Du bist DJ geworden, weil? Weil ich Musik liebe. Also für mich ist Musik einfach mein Leben. Also ich produziere wesentlich länger schon Musik, als ich jetzt auflege.
insofern stand für mich erstmal so die Musikproduktion an erster Stelle. Ich habe früher relativ lange Klavier gespielt und ich denke, das hat mir sehr viel geholfen, so was die Musikproduktion angeht. Aber klar, Auflegen ist einfach ist was Tolles, weil du halt ein viel direkteres Feedback hast von den Leuten. Und wenn man dann auch seine eigene Musik spielen kann und die Leute feiern das irgendwie, ist was Tolles. Also auch so, wenn jemand kommt nach dem Auflegen und sagt irgendwie, keine Ahnung, ich hab's so gefeiert, ich hatte schon lange nicht mehr so eine gute Zeit, das gibt einem auch irgendwie Energie, finde ich. Und ja, das ist für mich auch so der Hauptgrund, warum ich das eigentlich mache. Ich frage mich immer, ob das manche DJs nicht nervt, wenn man so dieses Feedback gibt. Aber also von dir höre ich, ist doch was Schönes, wenn man da dahin geht und sagt, war cool. Ja. Also ich finde es total cool. Ich bin, glaube ich, da auch so relativ nah. Ich finde es schön, wenn Leute kommen und mit einem sprechen und so. Ja. Also cool. Ich habe da keine Berührungsängste. Sehr schön. Also machst du jetzt quasi das, wovon viele träumen, do what you love. Sehr schön. Und wie kann man sich deine Arbeitswoche vorstellen? Hast du diverse Rituale oder bestimmte Studiozeiten? Wie sieht's aus? Nein, habe ich nicht. Ich muss zugeben, es kommt auch mal gut und gerne vor, dass ich, obwohl ich so viel rausbringe, teilweise irgendwie mal 2-3 Wochen gar nicht im Studio bin oder nichts produziere. Es ist eine ganz lustige Frage, weil oft fragen mich auch irgendwie Freunde oder andere Leute, ja, was machst du denn unter der Woche? Sehr viele unterschätzen ein bisschen, wie viel, also das nehme ich mir mal raus, zu sagen, dass viele, glaube ich, das schon unterschätzen, wie viel Arbeit man doch unter der Woche hat, auch mit administrativen Aufwand, also Koordination irgendwie mit meiner Bookerin, mit meinem Manager, Releases planen, Social Media, Videos, Rechnungslegung. Dein Social Media? Ich mache mein Social Media selbst, ich habe aber auch jemanden, der mich unterstützt noch dabei. Ist doch viel, oder? Also es ist schon viel und mittlerweile, ich meine, es wird immer wichtiger und gerade was halt sowas wie Werbung schalten angeht und so, ist es schon gut, wenn man da auch Unterstützung hat. Ja. Aber sonst zum Beispiel auch, also ich glaube, ich habe garantiert so normalerweise mindestens 1,5, 2 Tage die Woche mache ich auch einfach Büroarbeit, sprich mit Labels schreiben, Reisenplan, meine Rechnungslegung. Ja. Das machst du selber? Ja. Okay. Würdest du sagen, man kann als DJ erfolgreich sein, ohne auf Social Media heutzutage vertreten zu sein, oder eher schwierig? Ich suche gerade nach einem Beispiel und ehrlich gesagt fällt mir, glaube ich, niemand ein, der nein, dann ist es auch einfach so, dass dieses im Gegensatz zu, ich sag mal, noch vor 10 Jahren ist dieses Business einfach viel schnelllebiger geworden. Damals hat es noch irgendwie vollkommen gereicht, wenn man zum Beispiel im Jahr irgendwie eine EP oder 2, 3 EPs rausgebracht hat. Ja. Mittlerweile, wenn man nicht jeden Monat was rausbringt, ich sag jetzt mal als kleinerer, mittlerer, erfolgreicher Artist, außer du bist jetzt irgendwie in dieser Top-Liga, ich sag jetzt mal Maceo, Plex, Kölsch, wer auch immer. Ja. Die sind natürlich auch so viel unterwegs, dass es noch wenig Zeit gibt, um ins Studio zu gehen, aber die haben ja eben auch schon diesen Namen, dass es okay ist. Die wiederum leben dann halt auch viel über ihr Social Media, dass man halt viel von ihnen mitbekommt, von den Gigs oder Festivals, wo auch immer, wo sie spielen. Und da dreht sich nicht mehr so viel um die Produktion, weil sie halt schon so ihre Hits auch hatten. Aber sonst muss man zurzeit wirklich, wenn man präsent sein will, muss man eigentlich jeden Monat was rausbringen und das halt auch gut bewerben, weil sonst, ja, die Konkurrenz ist einfach so groß geworden, die Musik so schnelllebig, die Leute erwarten auch, dass man immer neue Musik spielt, also gerade jetzt zum Beispiel in dem Genre auch, wo ich unterwegs bin, ist was anderes als so zum Beispiel mit Leuten, die Platten auflegen oder so und da halt auch mehr so, ich sag jetzt mal so diesen deeperen Bereich, da kannst du auch, die bringen weniger raus und spielen halt dafür auch länger irgendwie so Platten und so weiter. Das ist halt dann doch ein bisschen was anderes. Das ist echt krass und ich habe auch schon in der Vergangenheit von dir mitbekommen, dass du sagst, diese Woche müssen noch irgendwie 2 Remixes und ein Track fertig werden. Also ihr habt ja wirklich auch diese krasse Deadlines dann.
Wie geht das? Also wie vereinbarst du diesen zeitlichen Druck mit der Kreativität? Suchst du dir irgendwie Räume, Inspirationen und bist dann immer zufrieden mit dem Ergebnis? Also wie funktioniert das? Ich sag mal, so ein bisschen einen Track produzieren ist ähnlich wie ein Bild zu malen. Es gibt eigentlich nie irgendwie einen Schlusspunkt, weil du kannst es auch noch schlechter, du kannst weiter dran fallen, aber du kannst es auch schlechter machen, indem du es überlädst oder so. Und, das ist auch das Schwierige beim Track. Und deswegen, diese goldene Mitte dann zu finden. Ja, also es ist immer gut, irgendwie einen Track zu machen, mal irgendwie ruhen zu lassen, nochmal drüber zu hören, gegebenenfalls nochmal anzupassen. Ja. Aber so, also zum Beispiel was so Kreativität angeht oder so, wie ich Tracks mache, das ist nicht so, klar, man kriegt viel Inspiration, aber sage ich auch eher unbewusst. So zum Beispiel jetzt, dass ich in Berlin lebe und ich bin so, versuche immer viel draußen zu sein, auch trotzdem und viel irgendwie zu machen und dann andermal ich mache auch abends mal noch irgendwie Musik oder arbeite auch sonntags oder so. Dann lieber so, aber ich hatte noch nie irgendwie so dieses, so ich habe jetzt überhaupt keine Idee. Ich hatte schon Phasen, wo ich einfach so, ich habe jetzt nicht die Power so wirklich zum Produzieren und fühle mich jetzt nicht so, als wäre das gerade, würde da so viel Gutes bei rumkommen, aber sonst die Ideen ist wirklich, man setzt sich hin und man macht einfach und dann passiert es und dann schreibt man das so weiter und irgendwann ist der Track fertig. Okay, und wenn man einen Durchhänger hat, dann geht man raus in Berlin spazieren, halt raus, oder ist das so ein bisschen eine oder? Allgemein mit Freunden treffen, irgendwie mal an die Spree hocken oder so, ein Bierchen trinken gehen, im Park auf dem Wein, Bier, wie auch immer, was lecker essen gehen. Du hast ja deine Wohnung in Darmstadt aufgegeben, bist jetzt komplett nach Berlin gezogen ist es eher so aufgrund deiner DJ-Karriere, weil du davon ausgehst, dass es besser ist, oder ist diese Stadt für dich was Besonderes? Also ich habe ja davor auch schon in Berlin immer mal gespielt und mir hat schon immer so ein bisschen diese... Also warum nicht hin und her fahren, sondern tatsächlich umziehen? Primär erstmal, also man muss dazu sagen, in Berlin hast du die Möglichkeit, in sehr vielen Clubs zu spielen. Die Clubs zahlen keine Hotels und keine Anreise und so weiter. Insofern spielst du meistens so just for fun. Ich sag, da habe ich auch überhaupt kein Problem mit, aber an dem Punkt irgendwann, wenn du halt selbst viele Ausgaben hast und so und irgendwie produzieren musst und brauchst irgendwie auch dort neue Plugins oder so für deinen Sound, du brauchst neue Tracks. Muss man natürlich schon irgendwie schauen, wo man bleibt. Und für mich war es eher so, ich wollte einfach her, weil es so ein bisschen, erstmal, ich habe es schon, glaube ich, als Inspiration gesehen, aber auch, weil ich die Stadt früher schon cool fand. Ich mag diesen Vibe von den Leuten. Das ist alles so, ich meine, mein Gebiet, wo ich herkomme, so Frankfurt zum Beispiel mit den Banken, ist sehr hektisch. Viele Leute sind sehr fokussiert auf ihren Job und so weiter. Und hier ist es mehr so entspannter. Man hat so das Gefühl, ein bisschen die Leute möchten mehr erstmal leben, anstatt zu arbeiten. Was ich auch vollkommen legitim finde. Und ich meine, da ist ja Musik auch so ein bisschen so eine Flucht aus dem Alltag. Und hier gibt es tolle Clubs. Ja, und auf der anderen Seite natürlich die meisten Labels, auf denen ich release, sind ja aus Berlin. Und meine Bookerin ist aus Berlin, mein Manager ist auch aus Berlin. Also zieht leider wieder weg nach Luxemburg, wo er auch eigentlich herkommt. Aber ja, das war auf jeden Fall auch mit Grund dafür. Okay. Speaking of Clubs, welche sind so deine Empfehlungen? Also wirklich für jemand aus der Stadt XY kommt jetzt nach Berlin für ein Wochenende, was würdest du sagen, geh unbedingt dahin? Ich muss zugeben, ich gehe privat nicht mehr so viel feiern, außer wenn jetzt irgendwie Freunde auflegen. Auf der einen Seite irgendwie die Sisyphos, weil es ist einfach ein krasser Club, auch einfach mal das so gesehen zu haben. Es hat ja viele verschiedene Floors einfach und den Außenbereich und deswegen bietet das natürlich für viele Leute was, einfach durch diese Vielfalt, die du geboten bekommst. Auf der anderen Seite, ja, so Kater Blau ist auch ein krasser Club, den ich auch empfehlen würde, weil du kannst natürlich davor auch zum Holzmarkt gehen oder so, was einfach wirklich schön angelegt ist. Du kannst dich da hinsetzen, was trinken und der Club ist auch
wirklich cool und hat eine ganz eigene, nette Atmosphäre. Aber es gibt so viele gute Clubs, also ich weiß nicht, auch alles von Burg Schnabel, Club der Visionäre, Birgit und Bier, alles was da an der Spree ist super cool. Also ist wirklich, deswegen ein Wochenende reicht definitiv nicht. Definitiv, wir müssen ganz oft zurückkommen. Ja, sehr gut. Absolut. Du als DJ, was ist so die lustigste Story, die dir passiert ist? Vielleicht während eines Gigs oder bei der Anreise, keine Ahnung. Also irgendwas, was dir so spontan einfällt und du sagst, lache ich immer noch drüber heute. Ich habe mal Oliver Kolecki seine Jägermeisterflasche geklaut und sie leer getrunken. Das ist lustig. Das war, ja. Beim Jägermeister, oh Gott. Ja, es hat auch nicht so gut geendet leider, aber war auf jeden Fall ein super lustiges Festival. Hat er das denn gemerkt? Er hat das gemerkt, ja klar. Wir hatten auch auf jeden Fall Spaß. Okay, nice, danke. Welche Projekte beschäftigen dich denn aktuell? Ich habe noch relativ viel Releases anstehen für dieses Jahr. Ich versuche gerade ein bisschen, man muss immer bedenken, wenn man was fertig produziert hat, dauert das oft, außer es ist jetzt gerade ein Remix, teilweise schon so 3 Monate bis ein halbes Jahr, bis es rauskommt. Und ich bin gerade dabei, wirklich so für dieses Jahr meine Release-Planung fertig zu machen. Sprich, warum so lange? Also was passiert in dieser Phase? Die Planung einfach vom Label her. Viele Labels haben zum Beispiel, kann mir das Beispiel geben von Lauter Unfug, wo ich ja selbst mit drin bin. Da ist schon das ganze Jahr zum Beispiel die Planung fertig. Und so ist es oft bei Labels, außer man released jetzt wirklich wöchentlich, was manche Labels dann teilweise machen. Und dann hast du eigentlich diesen Output und dann kommt immer was nach. Aber so ist einfach, die Labels brauchen Zeit, um die Releases zu planen. Und dann auf der anderen Seite, es wird auch gelistet, du hast einen Vorverkauf und so weiter. Eine ganze Maschinerie. Absolut. Und gerade mache ich halt so ein bisschen meine Jahresplanung zu Ende. Ich habe auch noch irgendwie, ich weiß nicht, 3, 4 EPs und auch einige Remixe noch. Ja, und als nächstes werde ich dann mit dem Album anfangen. Und da ist natürlich so ein bisschen die Frage, in welche Richtung möchte ich gehen. Was möchte ich machen vom Sound? Und hast du da schon eine Grundidee? Ja, ich möchte auf jeden Fall mehr. Ich möchte, wenn ich ehrlich bin, ein bisschen weggehen von diesem zu sehr elektronischen Sound. Ich möchte irgendwie ein bisschen organischer arbeiten. Ich möchte mit Leuten zusammenarbeiten. Ich möchte irgendwie weiter auch, habe ich schon in der Vergangenheit gemacht, mit Sängern zusammenarbeiten, aber auch mit Leuten, die zum Beispiel Streicher einspielen, Gitarre einspielen oder wie auch immer. Dass das mehr wirklich so eine Fusion wird aus elektronischer Musik, aber halt auch mit natürlichen Instrumenten, organischer einfach. Ich finde, das macht die elektronische Musik einfach greifbarer für Menschen. Okay, ja, klingt sehr cool und vielversprechend. Ja. Ich bin gespannt. Auf welchen Festivals hast du bis jetzt aufgelegt und was wären so deine Empfehlungen? Weil, weißt ja, wir spezialisieren und fokussieren uns auf Festivals. Ich glaube, für unsere Zuschauer ist es immer viel wert zu wissen, auch was die anderen empfehlen und die in der Szene sind und wissen, was gut ist. Also ich habe so gespielt, was mir jetzt spontan einfällt, zum Beispiel Sonne, Mond, Sterne. Finde ich ein sehr cooles Festival von der Karte Stage. Dann Love Family Park war sehr cool. Ich war auch mal auf dem Sonar gespielt. Ich muss sagen, ich bin eigentlich ein großer Fan von, also für mich persönlich jetzt einfach. Ich mag Festivals, die oft eigentlich nur so einen Tag gehen und die ein bisschen kleiner sind, vielleicht so 2000 Leute oder so, 2000. So Open Air oder so Open Air mäßig. Das finde ich einfach, ist schön, hast meistens eine sehr, sehr geile Stimmung, weil es ist so ein bisschen, ich glaube, es ist ein bisschen entspannter, glaube ich, so als dieses so, ich bin jetzt ein komplettes Wochenende auf einem Festival und muss das irgendwie total ausschöpfen, deswegen, ich spiele zum Beispiel immer noch super gerne aus der Ecke, wo ich herkomme, in Offenbach gibt es diese Kommune 2010.
wo immer Festivals sind. So, da war jetzt auch schon zum Beispiel ein Stiefel Talent Open Air, wo ich mal gespielt habe. Aber auch so gibt es zum Beispiel dieses Kuddelmuddel und so. Das sind kleinere Geschichten, aber die wirklich halt einfach Spaß machen, weil du dann, ja, ich weiß nicht, ich mag einfach so diese Atmosphäre. Große Festivals sind auch mega, aber es ist dann halt doch, bisschen was anderes dann. ja, teilweise so mega, wenn man so richtig krass in der Masse drin ist, mit so vielen Leuten. Ich denke, es hat alles so seine Vor- und Nachteile. Es ist beides geil, aber ja, ich bin dann doch vielleicht eher so für die etwas kleineren. Okay. Und gibt es eine bestimmte Veranstaltung, die für dich so ein bisschen ein Traum ist, wo du sagst, wenn ich da gespielt habe, dann ist meine Mission erfüllt? Vielleicht ein Club oder kann ja alles sein. Es gibt jetzt keine Veranstaltung irgendwie so, aber für mich ist so zum Beispiel, ich habe jetzt irgendwie, spiele jetzt immer mehr halt auch mal international, irgendwie, keine Ahnung, in der Schweiz, Zürich, Belgien, Brüssel, jetzt in Lissabon aufgelegt. Und mein Ziel ist so, wo ich immer sage, warum mache ich das auch irgendwie? Ich möchte eigentlich irgendwann eines Tages einfach so die komplette Welt bereisen und mit meiner Musik bespielen. Also mal irgendwie natürlich sowas, ich hatte super Bock in Brasilien zu spielen zum Beispiel oder eine Australien-Tour zu machen oder eine komplette Asien-Tour. Das hast du bis dato noch gar nicht. Also bist du quasi in Europa unterwegs gewesen, aber noch nicht auf anderen Kontinenten. Okay. Wir haben mal damals noch in den USA gespielt, aber das waren jetzt auch nur so 2 Gigs und also das kann man alles noch ausbauen. If you can dream it, you can do it. Richtig, also. Hoffe ich doch. Cool, vielen lieben Dank nochmal für das Sehr Interview. gerne. Ja, das war's schon.